Der Mudrocker Rear ist ein neues Mitglied in der Rocker-Familie. Zu Beginn lest euch die Bedienungsanleitung durch und schaut euch das Zubehör an. Wir haben hier Rahmenschutzfolie, Klettstraps und Kabelbinder sowie gummierte Auflagen für die Kontaktstellen vom Radschutz zum Rahmen. Ebenfalls im Lieferumfang findet ihr den Extender für den Tretlagerbereich und den Extension für einen verlängerten Schutz nach hinten. Wie nutzt ihr nun die gummierten Auflagen? In Abhängigkeit von eurem Rahmen, euren Reifen und euren Felgen kann der Winkel vom Radschutz hiermit verändert werden. Es gibt nämlich ein dickes und ein dünnes Ende. Ich schiebe sie nun zunächst einmal ein und kann dann später am Rad entscheiden, ob ich den Winkel und somit auch den Abstand zum Reifen verändern muss. Die Klettstraps fädelt ihr so ein, dass die gummierte Seite zum Rahmen liegt. Der Extender für den Tretlagerbereich ist nun eine Option für mehr Spritzschutz. In Abhängigkeit von eurem Rahmen könnt ihr ihn auch einfach zuschneiden. Um ihn zu montieren, schiebt ihr ihn einfach vorne in den Mudrocker Rear hinein. Den Extension verwendet ihr als verlängerten Schutz nach hinten. Ich werde euch noch zeigen, wann wir dies empfehlen und wie die Befestigung erfolgt. Ihr findet dazu nämlich im Lieferumfang eine Spreizniet. Der Mudrocker Rear ist hervorragend geeignet für alle MTBs, da die Befestigung an den Sitzstreben erfolgt. Ein Einfedern von Fullies zum Beispiel hat keinen Einfluss auf die Reifenfreiheit. Ich passe den Mudrocker Rear nun einmal an. Die gummierten Auflagen habe ich ja bereits einfach eingeschoben. Ich kann aber nun erkennen, dass der Abstand zum Reifen recht ungleichmäßig ist. Vorne ist noch sehr viel Platz, hinten liegt er bereits auf. Die Auflagen kann ich nun drehen, damit ich den Abstand anpassen kann. Das sieht jetzt schon viel besser aus. Ich habe beide Auflagen gedreht, das dicke Ende ist jetzt unten. Ich kann den Mudrocker Rear jetzt vernünftig ausrichten, sodass er schleiffrei und mit gleichmäßigem Abstand zum Reifen steht. Wir empfehlen einen Abstand von etwa 15 mm. Die Kontaktstellen klebe ich nur noch mit Rahmenschutzfolie ab. Wie verwende ich nun Extender und Extension? Bei meinem Bike hier habe ich im Tretlagerbereich eine Querstrebe. Den Extender muss ich dafür dann zuschneiden. Das Anpassen erfolgt relativ simpel. Ich merke mir einfach jetzt, wo ich den Zuschnitt machen muss. Schneidet so viel aus, dass ihr den Kontakt zu den Sitzstreben vermeidet. Dies ist nun der Bereich, den ich einschneiden werde. Allgemein gilt, dass ihr den Extender uneingeschränkt zuschneiden könnt. Es gibt dann keine Funktionseinschränkung. Ich schiebe den Extender jetzt ein. Er sitzt nun fest. Zum Lösen des Extenders nehme ich mir ein Werkzeug zur Hilfe. Ich drücke einfach die Arretierung nach unten und kann ihn nach vorne hinausziehen. Wann empfehlen wir die Verwendung des Extension? Wenn wir nun eine Senkrechte vom Ende des Radschutzes nach unten fällen, sehen wir, dass dies noch auf den Reifen trifft. Heraufspritzender Dreck würde so noch nicht abgefangen werden. Daher nehmen wir nun den Extension, schieben ihn auf und sehen, dass der Radschutz nach hinten lang genug ist. Jetzt müssen wir ihn nur noch befestigen. Dazu haben wir im Zubehör eine Spreizniet. Auf dem Extension seht ihr eine Markierung dort, wo ihr bohren müsst.
Ihr nehmt einen 6 mm Bohrer und bereitet das Loch vor. Ihr schiebt nun beides zusammen und von oben dann die Spreizniet durch das Loch. Den Bolzen drückt ihr anschließend von oben herunter, damit sich die Spreizniet weitet. Nun bin ich fertig und kann den Mudrocker Rear montieren.